Hola, Hola aus Spanien. aus Huesca, mitten in Spanien, mit einem ganz tollen Thema für euch: Frei sein. Show me a way out, give me your side of the story. Frei sein, so diese Sehnsucht nach Freiheit, die hat uns aber eigentlich auf den Weg gebracht. Und wir wollen das mit dir heute mal erforschen, dass du vielleicht am Ende des Videos auch so einen Funken von Freiheit eigentlich wieder entdecken kannst, wo du merkst, doch, das ist eigentlich das, wo ich meine Sehnsucht nach habe oder wo ich leben will. Deshalb ist der Weg eigentlich zu erkennen, wie schaffen wir das eigentlich, unfrei zu sein, ist ein wichtiger Weg, den wir irgendwie wie selber erforschen müssen. Wie schaffe ich das eigentlich, unfrei zu sein? Wir haben alle Sachen erlebt, die uns immer enger und enger gemacht haben, weil wir wie so geprägt werden dadurch, das wie so anzusammeln. Und das Trauma fühlt sich in der Enge wohl. Sicher, ja. Alles, was dich dazu ermutigt, frei zu sein, löst Angst aus, also Unsicherheit aus und so. Ne? Und das aber nur von der Enge aus. Sobald du eigentlich in der Freiheit drin bist, fühlt sich super an, es fühlt sich frei an und gut an, lebendig und liebevoll und getragen halt auch, also getragen vom ganzen Leben. Man könnte sagen, in der Freiheit ist keine Angst. Also keine Angst, schon Angst, aber also nicht diese Angst, dem Leben zu begegnen, sondern vielleicht die Angst, wenn eine Gefahr kommt, sich zu schützen, aber nicht so diese Angst, dem Leben zu begegnen mit seinen ganzen Möglichkeiten. Und das ist sehr stark diese Traumareaktion. Ne? Da haben wir eigentlich Angst vor allem, was neu ist, vor allem, was anders ist, vor allem, wo jemand eine andere Meinung bringt. Das alles sind so Sachen, die dann beängstigend sind. Ja, und wenn wir mit dem Setting, also wenn wir mit dem Mindsetting Freiheit suchen, was werden wir finden? Nur neue Unfreiheit. Also wir wechseln dann die Abhängigkeiten wechseln wir eigentlich aus. Wir befreien uns von etwas und was anderes kommt, um uns wieder abhängig zu machen. Also wenn wir irgendwie was brauchen oder weghaben wollen, macht uns das einfach unfrei. Und wenn wir das erkennen, ist vielleicht manchmal am Anfang was erschreckend, dass wir so eine Sehnsucht haben nach Freiheit, aber gleichzeitig die Freiheit immer wegstoßen, also wir sie auch nicht wollen, können wir uns wie mal nach innen bewegen und wirklich schauen, was ist eigentlich frei sein? Können wir frei sein, indem wir was wegbewegen? Oder ist frei sein ein Loslassen? Wir arbeiten ja viel mit dem Körper, mit Menschen, und das Loslassen, das tiefe Loslassen von den Haltemuskeln oder von Spannungen oder von traumatischen Verspannungen, die festsitzen im Körper, das kann man nicht willentlich machen. Also man kann nicht einfach loslassen. Man kann nicht sagen, ich lasse das Trauma jetzt los oder ich lasse jetzt diese Verspannung, die schon so lange ist, los. Das geht nicht. Das Loslassen, das geschieht, sobald das Alte als nicht mehr notwendig gesehen wird, als nicht mehr sicher gesehen wird, geschieht das Loslassen. Plötzlich lässt die Schulter wieder los und merkt, dass da kein Schmerz mehr ist, dass es sich ausweiten kann, dass der Atem tiefer gehen kann. Also der Weg in die Freiheit ist eigentlich ein wunderschöner Weg. Also mit jedem kleinen Schritt, wo wir uns befreien aus der Enge unseres Denkens oder unseres Körpers, fühlt sich gut an. Nicht der Moment, wo wir in die Enge gehen, der kann sich eng anfühlen, traumatisch anfühlen, schmerzhaft anfühlen. Aber dieses Loslassen in die Freiheit ist eigentlich immer was, wo uns aufatmen lässt und verbunden. Also wir spüren die Verbundenheit mit dem Leben.
Deshalb dürsten wir ja eigentlich auch alle so nach Freiheit. Ja, und ich merke es gerade, wenn du so redest, wenn wir mit dem Körper arbeiten, ist das auch oft so, dass wenn jemand zum Beispiel Schmerzen hat, sagen wir jetzt mal, die Schulter ist verspannt, und ich arbeite an der Schulter, kann das sein, die Schulter kann nicht loslassen, weil sie auch Angst hat. Also also ich finde das sehr schön mit dem Körper zu vergleichen, dieser Weg in die Freiheit, weil der Körper auch Angst hat. Der hat Angst loszulassen, der hat Angst vielleicht wieder Schmerz zu spüren, weil oder zu vertrauen. er hat das Haltemuster ja vielleicht aufgebaut, weil da mal ein Schmerz war oder eine Verletzung. Und wenn ich die ganze Zeit nur an der Schulter arbeite, ist das dann einfach fast zu viel. Also die kann dann nicht loslassen oder es frustriert auch den Menschen, der da liegt, weil er merkt, er kann nicht loslassen. Also arbeite ich über den ganzen Körper. Und das ist auch vielleicht so ein Geheimnis von diesem Weg in die Freiheit. Wenn du unbedingt deshalb das mit diesem das und das loswerden willst, ist das oft das, was es noch enger macht und dich ewig im Leid hält. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit an dieser Schulter hängen bleibe, erschafft das Leid für mich, weil ich merke, da kann der andere nicht loslassen, und für die Person, die da liegt, weil sie auch merkt, sie kann nicht loslassen. Also es ist ein Frust und macht noch mehr Enge und auch Druck. Und wenn ich aber an dem Körper arbeite, an den Faszien arbeite, an anderen Stellen, an der Verbindung vom Körper, gibt es plötzlich, weil andere Stellen im Körper loslassen, gibt es hier Raum, und plötzlich, irgendwann in einem Moment, wo vielleicht gerade keiner dran denkt, lässt die Schulter los, oder derjenige, der da liegt, merkt, oh, jetzt ist es anders. Und wenn ich da wieder hingehe, kann ich vielleicht wieder dran arbeiten, aber es ist ganz anders, weil da schon irgendwas innerlich losgelassen hat. Also wir brauchen manchmal so dieses, wenn wir sagen, ich will hier und hier, zum Beispiel, ich will unbedingt meine finanzielle Freiheit klären, und mir geht das auf den Senkel, dass ich kein Geld habe oder dass ich da immer irgendwie, wenn wir immer nur auf das gucken, dann wird es einfach zu eng. Haben wir das Gefühl, dann findest du vielleicht auch das Video und das, was wir sagen, blöd, weil ja, ich kann doch nicht und das geht doch nicht und pipapo. Aber es ist zu eng, nur auf einen Teil von meinem Leben zu gucken, wo vielleicht gerade ganz, ganz, ganz viel Enge ist. Ich muss vielleicht woanders hingehen und das ganze Leben sehen, also zu gucken, wo ist denn Freiheit, wo sind Möglichkeiten, um vielleicht diesem einen Thema Raum zu geben. Und neu zu begegnen. Und neu, ja genau. Ja. Mhm. Deshalb eigentlich, du kannst eigentlich nur aus der Freiheit die Enge befreien. Du kannst nicht in der Enge Freiheit finden. Das wird keiner finden können. Deshalb ist es manchmal, dass wir das fast ausprobieren müssen. Wenn wir uns so festlegen auf etwas und Freiheit finden wollen, werden wir realisieren, dass wir immer unfreier werden. Ja. Also ist die einzigste Möglichkeit, diesen Punkt von Freiheit wie loszulassen. Man kann ihn trotzdem in seiner Wahrnehmung drin haben, aber man lässt los und nimmt wahr, was frei ist, also was sich gut anfühlt, wo man in das reinkommt, wo man merkt, oh, hier habe ich eine Freiheit, mich in die Richtung zu bewegen, oder das Gelenk bewegt sich total leicht und offen, oh, das fühlt sich gut an. Wie kann denn das noch freier werden? Also wie kann der Ort im Körper oder der Ort in den Gedanken noch freier werden? Und von der Freiheit aus bewegen wir uns immer wieder in die Orte, wo so Enge erzeugen. Und dadurch werden die wie, man könnte sagen, luftiger. Oder man löst diese Konzepte und Ideen wie so auf. Und das ist eigentlich so ein Weg in die Freiheit, was wir in unseren Retreats oder in Einzelsessions den Menschen beibringen. Dieses Erfühlen von der Enge und dieses Erfühlen von der Freiheit, und dann aus der Freiheit sich selbst zu erforschen, wo ist die Enge, wo ist die Freiheit, wie fühlt es sich an, wenn ich in die Enge gehe, wie fühlt es sich an, wenn ich die freien Bereiche noch lebendiger mache, also und dann wieder dem Leben begegne, mit der Freiheit auf die Finanzen schaue, auf die Freundschaften schaue oder auf meinen Job schaue. Das geht viel mehr in Resonanz mit der tatsächlichen Wahrheit. Also
Also die Wahrheit ist, dass du frei bist. In jedem Moment wissen wir nicht, wie wir uns entscheiden, in was für eine Richtung wir. Ein neuer Gedanke kann kommen, eine neue Körperempfindung kann kommen. Das Trauma kann plötzlich wegfallen, die Angst kann weg sein. Das ist so. Auch die Finanzen können sich plötzlich von heute auf Ja, morgen ändern. ja, kannst plötzlich im Lotto gewinnen oder irgendeine Erbschaft machen oder so. Ne? Ja. Und wenn du aber so fixiert bist, wirst du auch in dem unfrei sein. Also nicht das Geld macht frei, sondern die Art, wie du auf das Leben schaust, wie du das Leben wahrnimmst. Die Wahrnehmung ist frei. Das ist, wenn du das mal erkannt hast, wirst du eigentlich immer wieder auf das zurückgehen. Die Enge ist ein Bild, was vom Denken und vom Körper aufrechterhalten wird. Also der Körper reagiert genauso wie der Mind und das Denken darauf, Enge zu erzeugen. Aber sobald du in die Freiheit kommst, wirst du merken, dass die nicht real ist, also dass die aufgebaut ist und nicht keine wirkliche Substanz hat. Und wir wissen, dass jetzt wieder ganz viele sagen, doch, ihr könnt das locker sagen und so, aber bei mir ist das so und so, ich bin körperlich eingeschränkt oder ich habe so wenig Geld oder bin in dem Land oder ich bin da unfrei oder ich bin im Gefängnis. Das Denken erschafft immer irgendeinen Grund, um uns in der Unfreiheit drin zu behalten. Und warum? Nicht, weil es böse ist, sondern weil es Sicherheit sucht. Das ist eine traumabedingte Reaktion. Aber diese traumabedingte Reaktion lässt uns leiden und unglücklich sein. Und wir sind dafür da, euch aufzuwecken aus diesem, man könnte sagen, Traum, aus diesem Traum des Leids halt auch, dass wir wirklich leiden müssen, dass wir hier auf der Welt sind, um zu leiden. Das ist so eine, so schade. Schade, ja. Ja? Mhm. Wenn wir unsere eigene Freiheit nicht erkennen. Ja? Und du kannst uns gerne mal schreiben, wo du vielleicht deine Freiheit erkennst im Leben, also wo du schon Erfolge gemacht hast. Ja. Ne? Weil ich finde jetzt auch, wenn du in Resonanz gehst, also du kannst auf die Gedanken gehen, die dir sagen, dass du nicht frei bist, oder du kannst vielleicht auch so innerlich mehr in Resonanz gehen und vielleicht, wo ist denn schon Freiheit in meinem Leben? Und wenn du das fühlst in dir, wo vielleicht Freiheit ist oder wäre, wie würde sich das anfühlen, da mehr hinzugehen oder mehr noch von dieser Freiheit zu erfahren, zu erfühlen, dafür zu gehen vielleicht und zu gucken, was das mit dir macht. Also wenn wir uns der Freiheit nähern, fühlt sich das ganz anders an als diese Konzepte oder diese Ängste, die der Mind hat oder sagt, nee, das geht bei mir nicht. Ja, geh mal zu diesem anderen und guck mal, was das mit dir macht. Weil wenn du merkst, dass sich das gut anfühlt, wenn du merkst, dass das auch deine Ausrichtung ist, ne? Und nicht das Weghaben wollen. Ja. Das Weghaben wollen von irgendwas behält dich in der Enge, der Unfreiheit. Und in die Richtung der Freiheit zu gehen, ist was, wo ein Schlüssel ist, um immer mehr Freiheit zu entdecken und ins Leben zu bringen und zu merken, dass es die Wahrheit von deinem Sein ist. Du bist frei, du bist nicht gebunden am Körper, du bist nicht gebunden an deinen Gedanken, an deinen Traumas, du bist nicht gebunden an dem Ganzen, was die Schwere auslöst. Und doch ist der Körper da, die Gedanken sind da, die Traumas sind da. Aber wenn du die aus der Freiheit wahrnimmst, haben die Raum, die haben Platz, sich zu entfalten, da zu sein, aber du wirst nie unfrei sein. Du bist nicht das Opfer von deinem Leben, du bist das Leben. Und je mehr von dieser Freiheit du in Resonanz gehst oder je mehr von dieser Freiheit in dein Leben kommt, desto mehr wirst du merken, dass du strahlst, dass du innerlich zufrieden bist oder erfüllt bist. Nicht die äußeren Umstände machen dich happy, sondern wenn du diese Freiheit fühlst, wenn du merkst,
da ist was, was in mir immer frei ist, wirst du merken, dass du glücklicher wirst, erfüllter wirst und weniger leidvoll lebst. Ja. Ja. Mhm. Deshalb schreib mal rein, Ja. was frei ist in dir. Gib dem Power, gib dem Macht. Ja. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von uns. Ja, das Liebe. Tschüss. Tschüss. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope here, I've drifted way too far. I see it sometimes behind those kind eyes. I see it sometimes.